Festanstellungen unter Informatikern gehen stark zurück. 2019 waren es nur noch 46%, die fest angestellt waren. 54% waren externe Mitarbeiter. Das bedeutet sowas wie Freelancer oder Selbstständige oder eben Outgesourcete. Und selbst als Festangestellter solltet ihr euch selbstständig machen. Und heute wollen wir klären, warum ich diese Meinung habe. Mit Selbstständigen ist einfach die Flexibilität deutlich höher. Denn man muss immer bedenken, wenn man jemanden einstellt als Unternehmen, dann bleibt der da eine Weile. Man kann ihn laut Arbeitsschutz oder Arbeiterschutzrecht nicht mehr so leicht loswerden, wenn man das möchte. Als Selbstständiger, naja, da kann man einfach einen Vertrag mit ihm machen, dass er an einem Projekt hilft, und das nennt sich dann Consulting. Das machen viele Firmen schon heutzutage und teilweise nutzen sie natürlich Consulting-Firmen, die dann bei einem speziellen Projekt helfen, weil sie dort natürlich die entsprechende Expertise drin haben. Aber natürlich kann man das auch als einzelne Person machen. Das bedeutet, man kann sich für ein Projekt bei einem Unternehmen bewerben und dann für dieses Projekt eben bei der Firma arbeiten. Also zum Beispiel 4 Monate, 6 Monate oder vielleicht sogar ein Jahr. Aber eben dann danach nicht unbedingt wirklich weiterarbeiten. Das heißt, die Unternehmen sind sehr, sehr viel flexibler und auch als Selbstständiger kann man sich die Themen viel besser aussuchen. Man kann einfach sagen, nee, das Thema interessiert mich nicht, das Projekt interessiert mich nicht oder vielleicht einfach, die Firma mag ich nicht. So kann man sich eigentlich selbst aussuchen, bei welchen Projekten man mitarbeiten möchte. Das heißt, die Flexibilität ist auf beiden Seiten deutlich höher und natürlich muss man immer mal wieder Gehaltsverhandlungen führen, aber dafür kann man immer regelmäßig neue Löhne ausmachen und immer regelmäßig neu hochpokern. Das heißt, das ist so ein Grund, warum eigentlich beide Seiten Selbstständigkeit bevorzugen, zumindest wenn die Kommunikation auf beiden Seiten gut funktioniert. Deutlich höhere Löhne sind natürlich ein Vorteil, den die Selbstständigen haben, aber sie haben natürlich auch mehr Abgaben, also Gewerbesteuer, Krankenkasse, die sie selbst zahlen müssen und so weiter. Doch was ist eigentlich ein Gewerbe und wann sollte man das anmelden? Naja, ein Gewerbe berechtigt euch, selbst Rechnungen zu schreiben. Das bedeutet, ich darf jetzt als Gewerbe, weil ich ein Gewerbe habe, darf ich hergehen und zum Beispiel einem Consulting-Partner, also jemanden, den ich berate, eine Rechnung schreiben. Während auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre, dann müsste ich quasi meine Firma das machen lassen. Die dürften dann Rechnungen schreiben und naja, ich würde halt einen festen Lohn von der Firma bekommen. Man darf auch zusätzlich Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit haben, das heißt sowas wie Werbeeinnahmen von Google AdSense oder sowas. Und naja, man hat keinen festen Anstellungsvertrag, das ist ja genau der Punkt, man ist eben selbstständig. Also, naja, man hat niemanden, der für einen Krankenkasse, Sozialversicherung etc. zahlt, das muss man dann halt irgendwie selbst alles organisieren. Aber in Deutschland ist das relativ verbreitet eigentlich, ein Gewerbe zu haben als Informatiker und ja, das liegt einfach an den rechtlichen Voraussetzungen. Denn sobald man den ersten Cent im Internet verdient, das ist im Endeffekt eine Tätigkeit, wo man, naja, nicht unbedingt eine feste Anstellung hat. Also ich bin jetzt nicht bei Google angestellt dafür, dass ich YouTube-Videos zum Beispiel mache. Dann braucht man ein Gewerbe. Das heißt, sobald ihr eine Website veröffentlicht, wo auch nur ein bisschen Werbung drauf ist und ihr werdet von irgendeiner Seite bezahlt, müsst ihr diese Werbung versteuern. Und dafür braucht ihr ein Gewerbe. Ihr braucht zum Beispiel auch ein Gewerbe, wenn ihr ein Buch über irgendein Thema veröffentlichen wollt. Oder wenn ihr eine App oder ein Spiel veröffentlichen wollt. Das heißt, wenn ihr wirklich etwas auf den App Store bringt und dort sind In-App-Käufe möglich oder es ist Werbung drin, dann müsst ihr dafür ein Gewerbe rausbringen. Und ja, auch wenn ihr ein Spiel veröffentlicht, das nicht komplett gratis ist, also ein absolutes Free-to-Play-Game, wo man auch nichts in-game kaufen kann, wo keine Werbung drin ist, da müsst ihr keins haben, aber ansonsten braucht ihr dafür ein Gewerbe. Und ich meine, wenn man so einen Aufwand hat, dann kann man schon ein bisschen was für seine Arbeit eigentlich verlangen und naja, so als Nebentätigkeit quasi haben. Das ist eigentlich auch sinnvoll. Ihr müsst das Ganze auch natürlich haben, wenn ihr eine Beratung bezahlt haben wollt. Das heißt zum Beispiel ein Unternehmen irgendwie, naja, beratet in einem gewissen Thema, wo ihr euch zum Beispiel gut auskennt. Und das fällt eigentlich schon fast unter Consulting bzw. Beratung, Bug Bounty Hunting. Das heißt, wenn ihr als Hacker und als Pentester freiberuflich tätig seid, dann müsst ihr auch ein Gewerbe haben und das ist auch sinnvoll, denn ihr wollt ja nicht nur ein Unternehmen pentesten, sondern ihr wollt das bei vielen Unternehmen machen. Die Unternehmen machen dann Verträge mit euch, beziehungsweise ihr bekommt quasi Geld von der Bug Bounty Plattform und naja, das muss versteuert werden und dafür braucht ihr ein Gewerbe. Jetzt wollen wir allerdings noch kurz klären, wie bekommt man eigentlich so ein Gewerbe? Es gibt ziemlich viele verschiedene Arten von Gewerben und nicht mal ich kenne alle und ich habe ein Gewerbe. Aber es gibt eine, also meiner Meinung nach die beste, weil, also zumindest für den Anfang, okay, nicht für später, aber für den Anfang, fürs Erste reicht eigentlich eine sehr simple Form.
und zwar den sogenannten Einzelunternehmer. Es gibt noch so viel mehr, es gibt die GmbH, es gibt die GbR und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das ist mindestens 100 Videos wert, da gibt es auch ganz andere YouTube-Kanäle, die das besser erklären können. Aber ich will euch einfach nur kurz zeigen, wie einfach es ist, eigentlich ein erstes Gewerbe zu haben, sodass man eben berechtigt ist, Rechnungen zu schreiben. Denn ja, als Einzelunternehmer dürft ihr das. Und da geht ihr einfach aufs Gewerbeamt, das ist quasi einfach im Rathaus, sagt, hey, ich will Gewerbe eröffnen, ne? Mein Name ist ja, Cedric Mössner hier und ich hätte ganz gern einen Gewerbeschein. Und dann zahlt ihr 15 Euro und das war's. So einfach ist das. Das ist eine Sache von wirklich einer halben Stunde vielleicht, plus die Fahrt aufs Rathaus, je nachdem wie weit das weg ist, okay? Aber ja, das ist sehr angenehm. Und der Punkt ist, der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, ihr müsst das Ganze nicht hauptberuflich machen. Also es ist jetzt nicht so ein klarer Cut, dass ihr sagt, hey, ab heute bin ich nur noch Freiberufler. Sondern in den meisten Fällen, so habe auch ich angefangen natürlich, in den meisten Fällen macht man das nebenberuflich. Das heißt, ich habe quasi neben meinem Studium einfach ein Gewerbe eröffnet, habe dann Aufträge angenommen als Freelancer, habe mit YouTube angefangen und so weiter und so fort. Wenn ihr zum Beispiel eine Website veröffentlicht, dann werdet ihr das nicht hauptberuflich machen. Aber es ist cool, wenn man so ein paar kleine Nebeneinnahmen hat. Und dafür reicht ein nebenberufliches Gewerbe aus. Und das ist im Endeffekt nur ein kleines Kreuz auf eurem Gewerbeschein. Das heißt, da steht dann drauf, ey, der Kerl ist nebenberuflich in seinem Gewerbe und hat dann noch eine Festanstellung irgendwo anders. Und das ist fein, denn ja, so habt ihr im Endeffekt beide Vorteile. Ihr bekommt quasi trotzdem noch euren normalen Lohn, aber ihr dürft nebenbei eben Rechnungen schreiben oder Bug Bounty Hunting machen oder. Und das ist eigentlich wirklich kein Aufwand, sowas zu gründen. Ihr könnt quasi beides auf einmal haben. Wichtiger Punkt ist allerdings, klärt das vorher mit eurem Arbeitsgeber ab, damit das auch wirklich für den okay ist, weil in vielen Arbeitsverträgen steht drin, wenn man irgendwie ein Gewerbe oder eine nebenberufliche Tätigkeit, eine zweite Tätigkeit, einen zweiten Job oder sonst irgendwas macht, dann muss man das mit dem Arbeitgeber besprechen. Und naja, im Endeffekt geht es halt darum, wenn man jetzt genau die Konkurrenz macht, also quasi Betriebsgeheimnisse von eurem Arbeitgeber benutzt, um quasi in die Konkurrenz zu gehen, beziehungsweise selbst was Konkurrierendes zu machen, dann ist es natürlich nicht so cool für den Arbeitgeber und deswegen will der das natürlich nicht. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen, beziehungsweise, also ich habe tatsächlich noch von keinem Fall gehört, wo das irgendwo wirklich ein Problem war für einen Arbeitgeber, da einen nebenberuflichen Job zu haben, beziehungsweise nebenberuflich einfach zum Beispiel eine Website zu entwickeln. Denn, wie gesagt, Statistiken belegen, wenn Informatiker nach Hause kommen von der Arbeit, dann programmieren sie halt einfach weiter. So, das ist quasi Hobby und Beruf gleichzeitig. Und was es eigentlich zu einem der schönsten Tätigkeiten überhaupt macht. Und ja, warum nicht eigentlich auch noch ein bisschen Werbung drauf schalten, wenn man schon seine Zeit da reinsteckt. Gut, ein entscheidender Nachteil allerdings von dem Ganzen, und das ist ganz wichtig, ist, sobald ihr ein Gewerbe habt, müsst ihr eine Steuererklärung machen. Das heißt, ihr seid wirklich verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Und ja, wenn ihr nicht mehr fest angestellt seid, dann müsst ihr zusätzlich noch Krankenkasse, beide Teile bezahlen. Also nicht nur, der Arbeitgeber übernimmt normalerweise einen Teil der Krankenkasse, ungefähr oder exakt die Hälfte, um genau zu sein. Ihr müsst dann beide Teile übernehmen, weil ihr quasi euer eigener Arbeitgeber seid. Das heißt, ich zahle quasi doppelt so viel Krankenkasse wie jetzt zum Beispiel jemand, der normal fest angestellt ist. Fortbildung, Urlaub, Reisekosten, die ihr irgendwie beruflich habt, das müsst ihr alles selbst zahlen. Aber, jetzt kommt der große Punkt, aber ihr müsst das zwar alles selbst zahlen, aber ihr könnt alles von der Steuer absetzen. Das bedeutet, ihr zahlt von mir aus, sagen wir mal, ihr habt 20.000 Euro Einnahmen, das ist wirklich viel für ein Gewerbe, und ihr braucht aber euren Computer dafür. Dann braucht ihr zum Beispiel einen 2000 Euro Computer und naja, ihr könnt ihn von der Steuer absetzen. Das bedeutet, ihr habt danach nicht mehr 20.000 Euro, die ihr versteuern müsst, sondern eben nur noch 18.000 Euro. So, das bedeutet im Endeffekt, die Sachen, die ihr für die Arbeit braucht, könnt ihr von der Steuer wieder abziehen. Das heißt, ihr müsst dann quasi weniger Steuern zahlen, weil ihr ja was in euren Betrieb investiert habt. Und dadurch ist die Steuerlast sogar häufig günstiger, weil man, ja, manche Leute nutzen natürlich die Sachen noch privat, das darf man eigentlich nicht, aber trotzdem ist es generell so, naja, akzeptiert, dass man die Sachen privat nutzt. Und ja, dadurch wird dann die Steuerlast natürlich nochmal deutlich geringer und an sich eigentlich ein ganz gutes Ding. Ihr bekommt quasi von mir aus Werbeeinnahmen für eure Website, aber ihr könnt auch den Webserver quasi von der Steuer abziehen. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie den Webserver aus privater Tasche zahlen, sondern eben bevor die Steuern abgezogen werden. Und ja, also wie gesagt, ich finde, das Ganze ist eigentlich ziemlich cool, wenn man das Ganze erstmal so hobbymäßig anfangen möchte oder wenn man sich so langsam in Richtung Freelancer entwickeln möchte, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt ein nebenberufliches Gewerbe auf
Und naja, nimm halt immer mal wieder einen Auftrag an, den ich dann von mir aus in meiner Freizeit oder samstags oder irgendwann anders in meinem Urlaub oder sowas bearbeite. Halt was Kleineres. Und ja, da kann man sich zumindest weiterentwickeln. Man kann das natürlich auch alles in seinem Lebenslauf geltend machen und deswegen von mir eine klare Empfehlung, warum Informatiker selbstständig sein sollten. Gerade bei uns ist es halt wirklich, wir haben so viele Möglichkeiten, nebenbei noch was Cooles zu machen. Ich meine, eine Website ist halt schon häufig. Ihr dürft mir jetzt in die Kommandozeile schreiben, ob ihr vielleicht sogar schon ein Gewerbe habt oder ob ihr plant, eines zu gründen und wenn ja, in welche Richtung das Ganze geht. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.